Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um den Bau meiner Modellbahnanlage in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und heute geht es wieder weiter mit einem Bauvideo. Ich mache weiter im Schattenbahnhof, was aber genau, das sage ich euch nach dem Intro. Ja, beim letzten Mal habe ich ja die Gleishafen zu Ende gebaut und bei dem Test habe ich ja festgestellt, dass mir die Fahrtrichtung anders wie geplant, nämlich in die entgegengesetzte Richtung, viel besser gefallen hat und auch die Abstellung der Fahrzeuge viel besser gefallen hat. Und das machte eben den Einbau einer Kehrschleife notwendig. Das habe ich jetzt hier gemacht und am Ende des Videos möchte ich noch einen alten Bekannten grüßen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Und nach dem Film sehen wir uns wieder. So, bevor ich jetzt auf die eigentliche Planänderung eingehe, zeige ich euch erst jetzt noch mal gerade, wo wir stehen. Also das kennen wir, das war jetzt der erste Teil, das ist die Umfahrung. Im letzten Teil habe ich hier die Gleishafen aufgebaut und wie man erkennen kann, baue ich von außen nach innen. Und das nächste wäre jetzt wegen den Gleisabständen die analoge Teststrecke gewesen. Die käme jetzt hier hin und dann hätte ich auch schon die Wendezügeabstellung eingebaut. Und hier ist eigentlich der wesentliche Punkt, um was das eigentlich geht, weil das hier ist der Aufstieg oder der Abstieg vom Wendel oder zum Wendel. Also hier die rechte Spur bzw. die linke Spur, die fährt aufwärts und die kommt vom Wendel runter. Und wenn man den mal nachverfolgt, wäre es eigentlich so gewesen, dass hier die Züge erstmal komplett hier hinten lang gefahren wären, hier in die Abstellung reingefahren wären und von dort aus wieder hochgefahren wären, beziehungsweise einmal hier ums Karree. Jetzt zeige ich euch mal gerade, wie ich hier sitze. Und ursprünglich standen ja die Fahrzeuge in dieser Reihe, immer in die Richtung. Jetzt probiere ich natürlich das Fahren in der anderen Richtung aus und muss sagen, mir gefällt es hier von der Position, wo ich hier sitze, besser und ich komme auch besser dran an die Geräte. Das heißt, die Loks fahren jetzt nicht mehr so rum, sondern so rum. Und jetzt muss ich halt mal gucken, wie ich es vernünftig in Richtung Wendel packe. Und ich habe ja bei dem Test jetzt auch Folgendes gemacht. Ich habe die Züge auch in die andere Richtung fahren lassen. Das heißt, die Lokomotiven standen jetzt nicht hier in Reihe und Glied aufgereiht, sondern hier eben in Reihe und Glied. Und dadurch, dass ich hier sitze, habe ich hier den wesentlich besseren Zugriff. Und von daher gefällt mir das sehr, sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich würdest du das jetzt im Betrieb auch gerne haben wollen. Also muss jetzt eine Planänderung her. Wie schaffe ich es, dass die Züge so rum reinfahren, also jetzt nicht erst hinten rum müssen, sondern so rum reinfahren und anschließend auch wieder auf der richtigen Seite wieder rausfahren. Gut, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Dazu blende ich aber jetzt erstmal hier den ganzen analogen Kram und den Wendelaufstieg und die Wendezüge erstmal wieder raus, damit wir hier wieder bei der eigentlichen Basis dran sind. Das ist das, was wir bis jetzt haben. So, da sind wir dann jetzt wieder und wie man jetzt hier sehen kann, ich markiere das gerade mal farblich, ist die Umfahrung hier erweitert worden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle, um das zu zeigen. Ich mache da mal eine andere Farbe rein. Müsste das jetzt eigentlich funktioniert haben. So kann man es besser sehen. Also die Umfahrung wurde jetzt hier erweitert. Und hier, das heißt, hier wurde das vorhandene Schienenstück aufgetrennt. Noch eine Weiche wird hier dann eingesetzt werden. Hier kommt noch eine Kreuzung rein, weil später geht ja hier die analoge Teststrecke noch mal rum. Naja, gut. So, wo kommt denn jetzt die Kehrschleife rein? Die Kehrschleife kommt jetzt hier hin. Da ist sie, also der Teil wäre jetzt komplett mit dem Kehrschleifenmodul bestückt. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen unterteilen würde, dann wäre jetzt hier das erste Gleisstück, das hier und das hier
Da würde ich die Sensorgleise installieren und dann habe ich dann hier mit diesem mittleren Teil, das kann man dann mal kurz ausmessen, das sind hier unten steht, 1,40 Meter. Zur Erinnerung, so eine Abstellung hat 1,20 Meter. Das heißt, es gibt keinen Zug, der länger ist wie eine Abstellung. Damit komme ich also mit diesem 1,40 Meter wunderbar hin. Und ja, was habe ich jetzt dadurch gewonnen? Um das so ein bisschen zu erklären, muss ich euch jetzt nochmal die Wendelauf- und Abfahrt zeigen. Wie funktioniert es denn jetzt? Also hier, keine Sorge, hier wird später in der Abfahrt auch nochmal eine Kehrschleife reinkommen, damit hier halt nichts passiert. Aber das ist nicht Bestandteil von diesem Film hier. So, also ich komme jetzt hier in der Abfahrt runter. Bei mir ist es Rechtsverkehr. Und hier kann ich auffahren, also hier kommt ein Zug runter und der kann sich halt jetzt entscheiden oder ich kann jetzt entscheiden, wo er jetzt langfahren soll. Entweder fährt er genau so wie jetzt gewünscht in die Gleishafen ein, weil ich möchte ja gerne, dass die Loks jetzt hier vorher stehen oder hier vorne stehen. Er könnte aber auch, wie vorher auch schon gehabt, hier rechts abbiegen über die Kehrschleife und so rum in die Gleishafe einfahren. Und wie man hier auch wunderbar sehen kann, ist das natürlich auch ein schöner Wendepunkt für ganze Züge. Das heißt, hier fährt man einfach mal rum, man kann auch über die Umfahrung hinten rausfahren und schon ist der Zug einmal komplett gewendet. Also, wie ich finde, eine richtig schöne, ideale Lösung und hier geht es dann später wieder hoch. Ja, und das ist genau das, was ich jetzt erstmal hier aufbauen werde und aufbauen möchte. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. So, also dann kommen wir jetzt mal zur Praxis und da geht es halt darum, dass ich als erstes mal hier den Teil der Umfahrung hier erweitere. Hier kommt dann halt die eine Weiche dran, eine geht dann hier zur Kehrschleife, die andere wird dann später den Wendebahnhof bedienen und das Pendant dazu gibt es auf der anderen Seite und das wird dann dieser Teil hier sein. Hier werden wir ein Stück Schiene raustrennen, dann kommt dann noch eine weitere Weiche rein und das ist dann der andere Zugang oder die andere Seite der Kehrschleife. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn es darum geht, aus einem funktionierenden Gleisstück was rauszuschneiden, dann hat man schon mal ein ganz komisches, mulmiges Gefühl, ne? Von daher ist es für mich eigentlich immer wichtig, nochmal messen, bevor ich dann jetzt den Dremel nehme und abschneide. Abschneiden geht, hinzuschneiden ist immer schwierig, ne? Von daher lieber einmal mehr messen wie einmal zu wenig und wo es auch immer nur geht, genau arbeiten. So, also der Schnitt ist jetzt schon mal gemacht, das sollte halbwegs passen. Da ich ja ein fauler Mensch bin, hier zwischen den beiden Weichen kommt noch so ein kleines Stück, so ein 17, irgendwas Stück dazwischen, damit ich dann später hier diesen Parallelabstand auf 33,6 habe. Und da jetzt hier aber ein Spannungsanschluss ist, werde ich das so ausschneiden, dass ich mir das Löten gespart habe. Und dann baue ich den Spannungsanschluss quasi später hier zwischen den beiden Weichen. Jetzt habe ich hier einen Spannungsanschluss, den habe ich aus dem Stück hier rausgelöst. Hier ist die Weiche jetzt sauber eingebaut. Ja, das muss man so noch anschließen, aber das kennen wir ja schon alles. Ja, das Verlegen von den Gleisen, das schenke ich mir jetzt, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Es gibt einfach 3 Gleise mit Anschlüssen und dann gibt es 2 Sensorgleise und ein Schaltgleis. Ja, und hier, das ist übrigens die alte Zufahrt, das wird Stumpfgleis werden. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert hier mit der Kehrschleife. Also das hier ist die eigentliche Kehrschleife, dieses Stück da. Und da gibt es einen einzigen Belegmelder. Den zeige ich euch im Anschluss auch nochmal, wie ich den angeschlossen habe. Und jetzt machen wir einfach mal eine Fahrt. So fährt also hier die Lok einfach aus der Umfahrung raus. Man beachte, sie ist rechts rum gedreht.
Dann fährt sie als erstes jetzt über die Kehrschleife, dann hinten einfach durch wieder die Umfahrung lang und wieder denselben Weg zurück in die Abstellung und siehe da, der Zug ist gedreht. Ja, das war es eigentlich schon und jetzt schauen wir uns mal den Aufbau an. Ja, dann gucken wir uns jetzt hier nochmal an, wie habe ich denn das Kehrschleifenmodul von Litwinski an einen DR4088 von DigiCase angeschlossen. Wie funktioniert das hier mit der Belegmeldung? Als erstes muss ich mal schon mal sagen, ich bin total begeistert von diesen Bedienungsanleitungen. Da haben die Hersteller also wirklich schon sehr viel Detailarbeit geleistet und geliefert. Von daher kann ich immer nur sagen, werft mal einen Blick. Jetzt habe ich hier einen Teil aus der Bedienungsanleitung halt rausgetrennt, weil es für mich einfacher ist, jetzt erstmal das zu zeigen und zwei Leitungen miteinander zu verbinden. Dann wird das Ganze nämlich schon deutlich. Ja, als erstes muss man wissen, dass ich die gesamte Kehrschleife nur über eine einzige Belegmeldung abbilde, weil wenn ein Zug bei mir in die Kehrschleife reinfällt, ist die gesamte Kehrschleife belegt. Da muss ich meiner Meinung nach nicht mehrere Belegmelder für verwenden. Einer reicht vollkommen aus. Ja, und wie habe ich das letztendlich gemacht? Also die Kehrschleife habe ich genauso angeschlossen, wie es hier in der Bedienungsanleitung auch beschrieben steht. Da muss man halt mal ein bisschen auf die Farben achten, die der Hersteller dort mitgegeben hat. Auch hier gibt es da eine kleine Drehung, muss man mal drauf achten. Und ja, hier von dem Teil von DigiCase aus der Beschreibung habe ich auch rausgeschnitten. Der eine oder andere kann sich daran erinnern, dass hier oben mal eine Schiene war, aber die haben wir jetzt erstmal rausgenommen und so Schienen liegen ja hier. So. Ja, wie funktioniert der Anschluss? Ganz, ganz einfach. Das Rote an das Rote und das Braune an das Braune. Also hier kommt ja letztendlich der eine Anschluss raus. An der Stelle ist es jetzt hier der Rote. Das mache ich da mit Rot auch mal weiter. Und dieser Rote geht jetzt, hoffentlich bleibt das alles schön liegen, weil das ist einfach nur drauf gemalt. Rot geht halt an Rot, ne? Ist halt so. Da wird das angeschlossen. Und jetzt kommt hier der Belegmelder. Der Belegmelder, den habe ich jetzt hier mal, das ist hier jetzt gelb oder braun. Ich mache ihn mal mit schwarz weiter. Dieser schwarze kommt hier aus der Belegmeldung von dem 4088 raus. Ne? Wie der angeschlossen ist, das hat man in dem Video ja schon mal gesehen über den Belegmelder. Und der hier geht letztendlich dann hier dran. Das war schon die ganze Kunst. Das heißt, es ist ein ganz normaler Schienenabschnitt, der ganz normal über eine Belegmeldung bei 4088 angeschlossen wird. Das war es schon. Hier von dem Gelb-Braun nicht verwirren lassen. Das sind hier bei mir sind das hier ist das Wechselspannung 18 Volt Wechselspannung, die da anliegt. Und von daher hat das jetzt hier mit diesen Anschlüssen, auch wenn das vielleicht farblich ein bisschen täuscht, nichts zu tun. Der Belegmelder kommt hier unten an die Schienen dran. Das war es. Gut, dann schauen wir mal, was passiert. Wir gucken jetzt gleich mal hier auf den Containerzug. Der steht jetzt halt in diese Richtung und normalerweise konnte er auch immer nur in diese Richtung hier rumfahren. Jetzt haben wir die Kehrschleife eingebaut und ich möchte, dass jetzt er die Kehrschleife verwendet und nachher mit der Lok dann in dieser Richtung steht, weil dann sind wir die Kehrschleife nämlich einmal gefahren. So, dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Er fährt schon mal raus, das ist schön. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, außer dass er erstmal die Umfahrung genommen hat und dann die Kehrschleife, war ja alles richtig. Also im Prinzip gab es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt ihr direkt die Kehrschleife
Oder aber er fährt die erste Strecke und dann die Kehrschleife. Das soll mir auch egal sein. Es hat funktioniert. Es reicht. Gut, jetzt haben wir hier die Kehrschleife gebaut. Und ursprünglich hatte ich ja hier die Zufahrt geplant. Die hatte ich hier mal jetzt so provisorisch hier dran gelegt. Aber die brauche ich ja jetzt in der Form nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was machst du denn jetzt hier mit der eingebauten Weiche? Baust du die zurück oder nutzt du die irgendwie? Und dann habe ich mir gedacht, Quatsch, die bleibt jetzt drin. Hier werde ich genauso wie hier vorhin auch schon angedeutet, der eine oder andere hat gesehen, dass da ein Pin drin war, das ist halt nur provisorisch dahingelegt. Werde ich einfach eine Abstellung machen, ein Abstellgleis, das geht bis hierhin. Das sind dann ungefähr 1 Meter. Da kann ich auch nochmal satten Wendezug schön reinstellen und damit kann die Weiche dann bleiben und der Platz ist dann ordentlich genutzt. Ja, dann baue ich das noch dran und dann sollte das auch gewesen sein. Gut, dann haben wir jetzt aus diesem ehemaligen Zufahrtsgleis hier vorne haben wir jetzt eine Abstellung gemacht. Und dann probieren wir die jetzt auch mal aus, fahren dann Zug rein und schauen mal, ob anschließend auch in der Wendeschleife genug Platz nebenan ist und dass hier nichts kollidiert. Gut, dann haben wir jetzt einen Platzhalter, der Bauzug ist da. Gut, dann probieren wir mal aus, ob jetzt ein Zug, der weit ausladende Wagen hat, ich denke da so an Trafowagen oder Kabeltrommelwagen, ob da hier jetzt nichts kollidiert. Schauen wir einfach mal, was passiert. Aha, er nimmt den Weg andersrum. So, jetzt kommt der Moment, wo der Hund das Wasser lässt. Na, das läuft doch wunderbar. So, das soll es dann jetzt gewesen sein und wir sehen uns vor der Kamera gleich wieder. Ja, die Kehrschleife läuft, die Kehrschleife sitzt und das Stumpfgleis haben wir jetzt auch noch ergänzend dazu gebaut. Es war ja ursprünglich mal die Zufahrt, brauchen wir jetzt nicht mehr, aber wie ich finde, haben wir es jetzt gut gelöst. Die Weiche kann drin bleiben, ich muss ja nicht alles hier komplett wieder auseinanderreißen. Ja, ganz am Anfang des Videos habe ich es schon angekündigt, ich möchte hiermit nochmal jemanden ganz, ganz herzlich grüßen und das mache ich nicht nur so, denn diese Person war nämlich maßgeblich bei der Planung dieser Kehrschleife daran beteiligt. Ich hatte nämlich eine kleine, wie soll man sagen, eine Gehirnsackgasse und bin einfach nicht weitergekommen und habe mich da an den Sascha von Saschas Mobertraum gewandt. Und ja, der Sascha hat es sich nicht nehmen lassen und war ganz fix dabei, mir Ideen zu geben. Und gemeinsam in der Zusammenarbeit mit ihm ist diese Kehrschleife dann halt entwickelt worden. Und wie es halt so oft ist, ne? Wenn man halt spazieren geht, dann sieht man manchmal vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. So, und genau das ist halt passiert und vielen lieben Dank, Sascha, dass du da so in die Bresche gesprungen bist und mir einfach nochmal so einen Anstupser gegeben hast. Bombe. Liebe Leute, der Sascha ist immer noch im Hintergrund aktiv, er macht halt keine Filme mehr oder hat sich da ein bisschen zurückgezogen, aber er baut immer noch MOBA und tut mir einfach einen Gefallen. Schaut einfach noch auch auf seinen Kanal nochmal nach. Viel Wissenswertes, was man da finden kann und wie ich finde, ganz hervorragende Filme an der Stelle. Nochmal Sascha, herzlichen Dank. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, der nächste Bauabschnitt wird ein analoger sein. Ich habe ja gesagt, dass ich hier im Großen und Ganzen auch auf analoge Testkreise etc. verzichten möchte. Erstmal und muss natürlich, wenn ich zum Beispiel analoge Loks dann später mal dem digitalen Leben zuführen möchte, die doch mal ausprobieren und dafür brauche ich halt auch ein Stückchen analogen Testkreis oder Teststrecke. Testkreis wäre schön gewesen, bautechnisch halt irgendwie nicht machbar und so habe ich mir dann überlegt, dass ich dort eine analoge Teststrecke mit einer automatischen Wendeeinrichtung dort verbauen werde und das wird das Thema vom nächsten Mal sein. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben.
aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.